Der Mitas Sportforce Plus ist ein Straßensportreifen, der auch günstig kann. Ob uns der Mitas überzeugen konnte, erfahrt ihr nach dem Intro. Hallo bei Bikereifen24. Heute haben wir den Mitas Sportforce Plus auf der Kawasaki Ninja ZX10R für euch im Test. Und der ein oder andere Abonnent unseres Channels wird sich vielleicht noch erinnern, dass wir letztes Jahr bereits den Sportforce Plus e.V. auf der GasGas SM700 getestet haben und uns dieser nicht so ganz überzeugen konnte. Deshalb wollten wir dem Sportforce Plus, also ohne das Kürzel e.V., noch eine Chance geben und haben ihn hier auf der Ninja ZX10R getestet. Im direkten Vergleich gehen wir dann auch auf die Unterschiede vom Sportforce Plus zur e.V.-Version ein. Doch zunächst einmal wollen wir euch erklären, wo sich der Sportforce Plus einsortiert im Sortiment von Mitas. Und zwar ist es so, dass der Mitas Sportforce Plus die zivilste Variante der Sportforce Serie darstellt. Der Sportforce Plus ist nämlich für die reine Straßenfahrt ausgelegt. Mitas sagt aber auch, man kann ihn für Fahrtrainings oder für Touristenfahrten auch auf die Rennstrecke mitnehmen. Danach kommt der Sportforce Plus e.V., der hat ungefähr eine Verteilung von 70-30, also 70% Straße, 30% Rennstrecke, und da ist er dann schon auch deutlich mehr in die Richtung hohe Temperaturen und sportliches Fahren getrimmt. Das spürt man auch, diesen Unterschied, den spürt man massiv. Und die letzte Ausbaustufe ist der Sportforce Plus RS, der dann für 70% Rennstrecke und nur noch 30% Straße taugen soll. So, beginnen wir nun erstmal mit dem Grip auf trockener Straße beim Mitas Sportforce Plus. Und zwar waren wir da mit der Traktion ziemlich zufrieden auf trockener Straße. Auch beim Reinbremsen in die Kurven zeigt der Reifen eine stabile Grip-Performance am Vorderrad, und das Herausbeschleunigen aus der Kurve mit der ZX10R am Hinterrad, das hat gut funktioniert. Bei ruppiger Gashand kann man ihn provozieren, da dreht man schon mal Slides auf. Die kündigen sich aber sehr, sehr gut an und sind so gut kontrollierbar, dass sogar unerfahrene Motorradfahrer also das Hinterrad mit der Gashand wieder einfangen können, also wenn sie sich nicht komplett schlecht anstellen. Am Vorderrad gab es überhaupt nichts zu bemängeln. Da liefert der Reifen sehr, sehr viel Vertrauen und auch ein super Fahrgefühl. Das Aufwärmverhalten ist auch etwas, das jetzt beim Sportforce Plus nicht schlecht war. Also der Reifen kommt sehr schnell auf Betriebstemperatur und er hält diese auch ziemlich gut. Im direkten Vergleich mit dem Plus e.V. war das ja unser größtes Problem. Beim Plus e.V. war es so, dass der Reifen eher nur gemächlich auf Temperatur kam und auch relativ schnell diese wieder verloren hat. Das hat dann dazu geführt, dass wir auf der GasGas SM700 nicht so zufrieden waren, weil der Reifen halt einmal auf der einen Seite richtig gut funktioniert hat und Spaß gemacht hat, auf der anderen Seite dann aber so etwas unberechenbar war, dass wir teils dann auch gesagt haben, das ist uns jetzt zu gefährlich, hier mit dem Reifen richtig anzudrücken. Das ist jetzt beim Sportforce Plus nicht so, der fühlt sich permanent gut an. Auf nasser Straße konnte uns jetzt der Sportforce Plus im normalen Straßenbetrieb ebenfalls überzeugen. Man kann also normal
weiterfahren im Rahmen der Straßenverkehrsregeln. Und das wird jetzt nicht irgendwie gefährlich oder dass es eine Rutschpartie wird. Also da funktioniert er gut. Da ist er auch dem Sportforce Plus e.V. deutlich überlegen und hat somit auch den höheren Alltagsnutzen, ohne jetzt große Einbußen beim Grip machen zu müssen. Die Bremseigenschaften des Mitas Sportforce Plus sind ebenfalls ziemlich vorbildlich. Er vermittelt viel klares Feedback und trägt somit zu einem sicheren Fahrgefühl und viel Sportlichkeit bei. Hineinbremsen in die Kurve ist auch gar kein Problem. Das Einzige, was uns jetzt nicht so gepasst hat, war beim extrem starken Verzögern am Vorderrad auf der Geraden. Da wird der Reifen dann etwas kippelig. Gut, ob es jetzt von der Maschine kam oder nicht, können wir jetzt nicht so sagen, aber da hat er sich einfach nicht perfekt angefühlt. Ansonsten sind die Bremseigenschaften mehr als ausreichend und einfach schön vertrauenserweckend. Der Fahrkomfort des Sportforce Plus ist auch so ein Punkt, der wirklich sehr überzeugen kann. Der Reifen bietet viel Eigendämpfung, selbst bei höheren Luftdrücken fährt sich der Reifen angenehm soft über schlechten Asphalt und Bodenwellen. Also der Sportforce Plus ist aus unserer Sicht durchaus auch uneingeschränkt touren- und alltagstauglich und daher auch in diesem Segment definitiv eine Empfehlung wert. Kommen wir mal zum Reifenverschleiß des Mitas Sportforce Plus und hier zeichnet er sich durch eine wirklich hohe Verschleißfestigkeit aus und zeigt kaum Abrieb und selbst an sehr heißen Tagen und bei langer sportlicher Beanspruchung, gerade auch auf unserer Hausstrecke, wo wir quasi mehrmals hintereinander die Passstraße auf und abfahren und so den Reifen gezielt richtig warm machen und wo wir auch wissen, wo wir welche Kurve wie nehmen können, da neigen viele andere Reifen richtig dazu, sich aufzulösen. Das war jetzt beim Sportforce Plus gar nicht der Fall. Er ist da sehr, sehr resistent und der Abrieb hält sich sehr, sehr in Grenzen. Sprich, da gibt es eigentlich kaum was zu sehen. Der Reifen ist wunderbar glatt, hat ein sehr homogenes Verschleißbild. Und noch wichtiger ist halt auch zu sagen, dass der Reifen nicht abschmiert, wenn er dann richtig warm wird oder an ganz heißen Tagen gefahren wird. Und das spricht eben für seine Zuverlässigkeit und auch die Langlebigkeit, die er definitiv mitbringt. Die Laufleistung insgesamt würden wir wahrscheinlich so auf die 6.000 bis 10.000 Kilometer betiteln. Das haben uns auch schon Kunden gesagt, die den Reifen bei uns gekauft haben. Eine Messung auf der Ninja, die steht noch aus, aber die bisherigen Ergebnisse und das rein rechnerische Ermitteln der Laufleistung, das verspricht auf jeden Fall eine sehr hohe Kilometerleistung, was den Reifen dann halt auch aufgrund seines günstigen Preises besonders wirtschaftlich macht. Die finale Laufleistung könnt ihr dann auf bikereifen24.de in der Hitliste nachlesen. Aber wie gesagt, Kundenerfahrungen und unsere rechnerische Ermittlung der Laufleistung hat ergeben, dass man so selbst auf der 1000 Kubik Maschine mit 6.000 bis 10.000 Kilometern hinkommen dürfte, was schon sehr, sehr beachtlich ist für einen derart sportlichen Reifen. Kommen wir zum Punkt Fahrstabilität und zwar muss man hier sagen, dass sich der Sportforce Plus bei hohen Geschwindigkeiten wunderbar stabil fährt, er hält die angepeilte Linie treu und zeigt da echt eine gute Performance. Auch in Schräglage und in schnellen Kurven ist immer sehr, sehr viel Stabilität gegeben. Einziges Problem ist, wir fanden den Reifen dann im Endeffekt ein bisschen zu stabil, weil leider verharrt der Reifen in Schräglage sehr stark und erfordert dann schon deutlichen Kraftaufwand zum Aufrichten, was dann vor allem in Wechselkurven und auf Passstraßen auf Dauer doch schon sehr anstrengend sein kann. Also wir fanden es schon eher anstrengend mit dem Sportforce Plus auf kurvigen Landstraßen zu fahren. Da gibt es Reifen, die nehmen einem da viel Kraftaufwand ab. Die lassen sich viel, viel einfacher in den Radius werfen. Das schließt dann aber nicht ein ziemlich agiles Fahrverhalten aus, weil das ist so, dass der Reifen sich
sehr präzise über das Vorderrad steuern lässt. Und der erste Einlenkimpuls quasi in die Schräglage ist schon sehr zackig. Er hat eben ein sehr, sehr direktes Einlenkverhalten, was auch ein bisschen kippelig wirken könnte. Wenn er dann aber eben in dieser Schräglage ist, dann verharrt er da. Also er ist agil auf den ersten Lenkimpuls. Er geht auch schön in die erste Kurve rein. Nur dann braucht man danach Kraft, um ihn eben von der einen in die andere Kurve umzuwuchten. Prinzipiell, sagen wir jetzt mal, auf Maschinen, die schon stabil ausgelegt sind, ist das Fahrverhalten vielleicht jetzt nicht so zu empfehlen. Aber Maschinen, die schon ein bisschen, sagen wir mal, agiler sind, die könnten dann mit dem Sportforce Plus ziemlich gut harmonieren. Das kommt im Endeffekt aber auch auf die Vorlieben des Fahrers an. Das Aufstellmoment des Mitas Sportforce Plus ist absolut nicht vorhanden, sprich er fährt sich 100% neutral. Allerdings ist es halt auch der Punkt, dass das starke Beschleunigen in Schräglage den Reifen ebenfalls nicht aufstellt, was dann halt, wie schon zuvor mehrmals erwähnt, sehr viel Kraft und Körpereinsatz notwendig macht, um tiefere Schräglagen wieder zu verlassen. Im Hinblick auf den Luftdruck gibt Mitas ganz spezifische Werte vor. Und zwar bis 1000 Kubikzentimeter, sagt Mitas 2,5 vorne und 2,7 hinten. Über 1000 Kubikzentimeter 2,6 vorne und 2,9 hinten. Gleiches gilt für den Sozius-Betrieb im Allgemeinen. Und auf leichteren Maschinen 600er und darunter wären 2,3 Bar vorne und 2,5 Bar hinten ideal. Wir sind dieser Empfehlung gefolgt auf der Ninja ZX-10R und haben 2,5 und 2,7 eingefüllt. Das konnte uns im Straßeneinsatz durchaus überzeugen und hat sehr, sehr gut funktioniert. Wer den Reifen eher agil mag, der kann am Vorderrad durchaus die 2,5 Bar fahren. Wer es etwas weniger nervös übers Vorderrad möchte, der kann den Druck vorne auch ein bisschen absenken, vielleicht so im Bereich auf 2,3 und dann bekommt man hier ein bisschen mehr Stabilität ins Fahrverhalten. Allerdings wird das Ganze dann auch ein bisschen schwammiger, gerade auch auf der Bremse. Aber die Empfehlungen von Mitas mit 2,5 und 2,7, die sind mal im Straßeneinsatz gar nicht so schlecht und unterstützen definitiv auch das Aufwärmverhalten. Nun kommen wir einmal zum Fazit und für wen wir den Reifen empfehlen. Und zwar ist es so, dass der Mitas Sportforce Plus für uns der bessere Reifen ist im Vergleich zum Sportforce Plus e.V. Also hier konnte uns die zivilere Variante des Reifens deutlich mehr überzeugen wie der e.V. Das ist bei uns eigentlich oftmals nicht der Fall. Eigentlich tendieren wir mehr zu den rennstreckenorientierten Reifen. Aber hier bei Mitas ist es einfach so, hat uns der normale Sportforce Plus deutlich besser gefallen, mehr Vertrauen geliefert, war einfach konsistenter, war einfach präziser zu fahren und an sich einfach der bessere Reifen im Straßenbetrieb. Wer mehr auf der Rennstrecke unterwegs ist, ja, der könnte zum e.V. greifen. Allerdings gibt es da halt auch andere Reifen oder Kaliber, die besser sind, dafür aber auch mehr kosten. Für wen empfehlen wir den Reifen? Wir empfehlen den Mitas Sportforce Plus eigentlich einem sehr breiten Feld an Fahrern, vor allem aber, wenn man Geld sparen will bei der Anschaffung. Großer Vorteil beim Sportforce Plus ist allerdings, dass der Reifen im direkten Vergleich zu anderen Budgetreifen eine relativ hohe Laufleistung aufweist. Dies bedeutet quasi, dass man hier für wenig Geld eine gute Haltbarkeit bekommt, was oftmals halt bei anderen Reifen nicht der Fall ist. Da bekommt man zwar einen Satz für wenig Geld, aber eine kurze Haltbarkeit. Hier ist das eigentlich eine wunderbare Sache, da man das Beste aus beiden Welten vereint und budgetmäßig
ganz klar eine Empfehlung. Dabei kann man den Reifen auch wirklich sportlich auf der Landstraße fahren, dabei aber auch im Alltag wunderbar nutzen, an dem Reifen finden und ihn sicher und zuverlässig bewegen. Also prinzipiell gibt es so gut wie nichts, was gegen den Reifen spricht. Man müsste ihn einfach mal ausprobieren, ob er einem persönlich gefällt vom Fahrgefühl her. Aber ansonsten ist das wirklich ein sehr, sehr breites Feld an Fahrern, die vom Sportforce Plus profitieren können. Was wären denn direkte Konkurrenten zum Mitas Sportforce Plus? Da gibt es noch den Avon 3D Supersport, der uns ebenfalls sehr, sehr überzeugt hat. Der ist aber ein Ticken sportlicher. Dann gibt es den Dunlop Qualifier Core, den wir auf der KTM 1290 gefahren sind. Der konnte uns allerdings nicht so überzeugen wie der Mitas Sportforce Plus. Und dann gibt es natürlich aktuell den Bridgestone Butlux S21, der unverschämt günstig angeboten wird, also ein Satzpreis so um die 220 bis 240 Euro für einen Markenreifen. Da kriegt man halt in der sportlichen Sparte schon richtig viel Reifen für wenig Geld. Allerdings hält der auch deutlich weniger wie der Mitas. Im Prinzip geht es dann hier darum, was sind die Ziele, was ist das Einsatzgebiet, was mag man mehr. Aber prinzipiell würden wir mal hier, wenn es darum geht, im Budget-Reifensegment den passenden Reifen zu finden, unter diesen Reifen ein bisschen rumprobieren und schauen, welcher am besten zu einem passt. So, wir hoffen, dass euch unser Mitas Sportforce Plus Test gefallen hat und wünschen euch jetzt eine schöne Saison und viel Spaß beim Motorradfahren.